Um nun eine Verknüpfung zu erstellen, zu beispielsweise einer solchen Fernbedienung oder einem solchen Wandtaster, wird eine Gruppe erstellt. Damit wir diese Gruppe erstellen können, müssen wir zunächst einmal eines dieser beiden Geräte in unserer Homatic IP App anlernen. Wir wählen dafür unseren 6-fach Wandtaster aus. Auf Mehr klicken, Gerät anlernen auswählen und jetzt die Batterie in das Gerät einlegen. Zeige das mal einmal in die Kamera, Batterie einlegen und das Gerät startet und wird sofort in der App gefunden. Nachfolgend werden jetzt die 4 letzten Stellen der Seriennummer eingegeben oder, wie auch bei unserem Sonnenschutzprodukt, einfach den entsprechenden QR-Code einscannen. Das sieht hier nicht anders aus. Also in meiner App QR-Code-Symbol auswählen und einmal über den Aufkleber fahren. Dann einen Raum aussuchen, in dem dieser Wandtaster platziert ist. Das muss auch nicht der gleiche Raum sein, in dem sich unser Sonnenschutzprodukt befindet. Ich wähle hier zum Beispiel einmal den Flur dafür aus. Mit Weiter bestätige ich das Ganze. Auch einen Namen lässt sich hier für unseren Wandtaster festlegen. Wir belassen das Ganze bei Wandtaster 6-fach und gelangen in das Festlegen der einzelnen Funktionen in Form von Tastenpaaren, denen ich einzelne Funktionsbereiche zuordnen kann. Hier zum Beispiel sehen wir 3 Tastenpaare, oben, Mitte, unten. Wir haben ja auch schon so einen kleinen Einleger hinter das Sichtfenster eingelegt mit einem Sonnenschutzsymbol. Und genau dieses Tastenpaar würde ich gerne nutzen, um damit dieses Sonnenschutzprodukt zu fahren. Wir wählen also Taste 3, 4 aus und wählen als Lösung für dieses Tastenpaar nicht Raumklima und auch nicht Sicherheit, sondern Licht und Beschattung. Wir möchten nämlich damit ein Sonnenschutzprodukt ansteuern. Weiter. Die anderen beiden Tastenpaare lasse ich aus Zeitgründen raus. Ich klicke auf Weiter, um das Anlernen abzuschließen. Und die App sagt mir auch bereits, was als nächstes zu tun ist, nämlich eine Geräteverknüpfung erstellen. Entweder direkt hier an dieser Stelle auf Geräteverknüpfung erstellen, draufklicken oder aber, falls ihr das an dieser Stelle vergessen haben solltet, einfach im Hauptmenü auf Gruppe wechseln, Bearbeiten wählen und mit Plus die Gruppe anlegen. Ja, also ihr kommt zum selben Ergebnis. Dann einen Namen auswählen für diese Gruppe. Zum Beispiel könnte das sein Fernbedienung, Sonnenschutz. Wir klicken auf Weiter, wählen mit Plus aus, welches Produkt gefahren werden soll. Das ist jetzt in unserem Fall nur ein einziges, das hier angelernt ist an diesem Access Point. Einmal anwählen, dann mit Weiter fortfahren. Ihr könnt aber auch mehrere Sonnenschutzprodukte hier gleichzeitig ansteuern. Im dritten Schritt wählen wir aus, von wo das Ganze geschehen soll. Das ist jetzt in diesem Fall unser 6-fach Wandtaster mit dem Tastenpaar 3 und 4. Wir klicken auf Weiter und können final noch festlegen, was der kurze Tastendruck ausführen soll. Standardmäßig ist festgelegt, dass der kurze Tastendruck komplett öffnet bzw. komplett schließt. Und hier habt ihr die Möglichkeit, das Ganze anzupassen. Dann bitte einfach obere und untere Position entsprechend anders wählen. Mit Fertig das Anlernen beenden und bitte einmal die blaue Systemtaste betätigen, damit die Fernbedienung die Daten überträgt. Ja, jetzt wollen wir das Ganze mal prüfen. Ich drücke auf die rechte Taste zum Herauffahren und wir sehen, es öffnet sich mein Sonnenschutzprodukt. Mit Taste auf die Gegenrichtung könnt ihr sofort stoppen und natürlich funktioniert auch das Herunterfahren. In gleicher Art und Weise führt ihr das Ganze natürlich auch bei dieser Fernbedienung aus. Ihr lernt das Gerät an, ihr erstellt eine Gruppe zwischen den Tasten und den entsprechenden Sonnenschutzprodukten.